Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses entzückende Gläschen in zwei verschiedenen Farben für euch gemacht. Mit Leckereien befüllt ist es ein wunderbares Geschenk für Weihnachten und ich wünsche euch ganz viel Freude damit. Heute mache ich mit euch gemeinsam so ein wunderschönes Glas für Weihnachten und ihr braucht dazu, also das ist so ein Glas, da war mal Sugo drin. Dieses Glas hat 8 cm Durchmesser und etwa 14 cm Höhe. Es gibt natürlich auch kleinere Gläschen wie dieses hier. Das ist ein Marmeladeglas, das hat ebenfalls 8 cm Durchmesser, ist aber niedriger, da würde ich dann einfach 2 Reihen weniger hoch arbeiten. Funktioniert aber sonst genau gleich. Ich mache mit euch das größere Gläschen hier. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und ich nehme so ein Glitzergarn von Gründel. Die gibt es in allen Farben. Ein Knäuelchen hat 25 Gramm. Ihr braucht 2 Stück davon. Ich nehme das Garn doppelt und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Und ich mache eine Anfangsmasche und häkle 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und ich mache sie relativ locker. Jetzt hole ich einen Umschlag und steche in die allererste Luftmasche ein. Also ich drehe mir das herum, sodass ich beide Fäden erwische. Steche hier ein, häkle ein Stäbchen und häkle noch weitere 6 Stäbchen in den Ring, also insgesamt 7, und mit dem Ersatzstäbchen sind es dann 8 Stäbchen. Wir haben jetzt 2, 4, 6. 7, 8 und ich schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche zur Runde, häkle 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen, und häkle in dieselbe Einstichstelle noch ein zweites Stäbchen dazu und häkle dann in jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen. Immer in jede Masche, sodass wir 16 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr 16 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 16 Stäbchen gemacht und schließe wieder mit einer Kettmasche zur Runde. Beginne wieder mit 3 Luftmaschen und häkle wieder in die erste Einstichstelle ein zweites Stäbchen dazu und häkle wieder in jede Masche 2 Stäbchen, sodass wir 32 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 32 Stäbchen gemacht und schließe wieder
mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Und jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen gleich in die erste Einstichstelle. Lasse jetzt ein Stäbchen aus und ins nächste häkle ich 2 Stäbchen. Und ich lasse jetzt immer eins aus und in jedes zweite häkle ich 2 Stäbchen. Eins auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche. Auf diese Weise erhalten wir 16 solche Zweiergrüppchen, also wieder 32 Stäbchen. Das Ganze sieht so aus. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, überspringe noch das letzte Stäbchen und schließe diesmal zwischen diese beiden ersten Stäbchen in die Lücke hinein. Beginne mit 3 Luftmaschen und häkle zwischen diese beiden Stäbchen noch ein Stäbchen dazu. Und springe jetzt von Zweiergrüppchen zu Zweiergrüppchen. Die sehen so ein bisschen aus wie ein V. Und in dieses V hinein, zwischen die Stäbchen, kommen wieder 2 Stäbchen. Keine Luftmaschen, immer nur Stäbchen. Das Ganze sieht so aus. In jedes V der Vorrunde kommt ein neues V. Wir springen einfach von Grüppchen zu Grüppchen und häkeln immer 2 Stäbchen zwischen diese Zweiergrüppchen. Wir erhalten also wieder 16 solche Zweiergrüppchen und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich schließe wieder in diese Lücke hier zwischen den ersten beiden Stäbchen mit einer Kettmasche. Beginne mit 3 Luftmaschen, häkle noch ein zweites Stäbchen in die Lücke und dann wieder je 2 Stäbchen immer zwischen diese 2 Stäbchen der Vorrunde. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben immer schön ein V über dem anderen und das Muster bleibt jetzt immer gleich und ich häkle insgesamt 10 von diesen V rein. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 10 solche Musterreihen gemacht. Und jetzt machen wir eine Anprobe. Dazu stelle ich das Gläschen auf den Kopf, stülpe das Ganze drüber und dehne das Ganze, damit sich das schön drüber spannt. Und wenn ihr das bis zum Rand hinauf dehnen könnt, ist das Ganze groß genug. Wenn es euch noch zu wenig vorkommt, dann macht ihr noch eine Reihe mehr. Für mich reicht das so, ich häkle das Ganze eher locker. Und jetzt starte ich mit der Abschlussreihe. Ich mache eine Luftmasche und ins V hinein ins erste eine feste Masche.
und häkle jetzt ins nächste V 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ins nächste V eine feste Masche. Sieht dann so aus. Ins nächste V wieder 7 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ins nächste V wieder eine feste Masche. Das sieht dann so aus und das machen wir die ganze Reihe so. Jetzt kommen wieder 7 Stäbchen und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und jetzt schließe ich mit einer Kettmasche in diese erste feste Masche zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und jetzt werde ich als nächstes diesen inneren Faden hier vernähen und diesen hier. Dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Fäden vernäht und ich habe ungefähr 60 cm so eine Schnur genommen oder einen Bindfaden. Und jetzt fange ich irgendwo in einer Lücke an, steche einmal hinunter und dann wieder herauf mit der Sicherheitsnadel und ziehe diesen Bindfaden rundherum durch. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das Ganze durchgefädelt und jetzt nehme ich wieder das Glas, stülpe das Ganze drüber, drehe das um und ziehe das Ganze fest. Und zwar so, dass die Schnur in der Rille des Glases landet. Mache noch einen Knoten hinein, eine Masche und mache dann hier oben das noch ordentlich, jede einzelne Muschel ein bisschen hochziehen und schauen, dass sie regelmäßig sind. Und dann ist unser Weihnachtsgläschen fertig. Liebe Häkelfreunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nacharbeiten und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.